Herzlich willkommen zu einem neuen Video von TM Parts. Clever reparieren statt teuer neu kaufen. Heute sitzen wir in einem 3er BMW F30 vom Baujahr 2012 mit M Sportpaket. Der hat hier auch das schöne M Sportlenkrad, was aber auch in anderen Modellen verbaut ist wie 1er BMW, 5er BMW und so weiter. Das Problem bei diesem Lenkrad ist, dass links die Wippe für den Tempomaten aus einem Gummistoff ist und nach einiger Zeit abnutzt. Dann sieht das Ganze so aus. Das sieht nicht nur scheiße aus, es lässt sich auch schlecht bedienen, weil der Hebel fehlt. Für die Reparatur brauchen wir folgendes Equipment. Natürlich eine neue Lenkradwippe. Die verlinke ich auch unten im Video. Dann einen kleinen Kreuzschraubendreher, einen 20er Torx, eine Nadel und eine Pinzette. Die Lenkradwippe kann man einzeln nicht bei BMW nachkaufen, sondern man müsste die komplette Schalteinheit für knapp 240 € nachkaufen. Falls ihr euch die Reparatur nicht zutraut und ihr dennoch viel Geld sparen wollt, dann bietet euch TM Parts eine professionelle Reparatur inklusive Garantie an. Gerne könnt ihr mich kontaktieren. Meine Kontaktdaten stehen auch in der Videobeschreibung. Dafür müssen wir erstmal folgende Sachen abbauen. Wir müssen hier die Schalteinheit ausbauen und die Verkleidung davon etwas lösen. Zuallererst lösen wir die 20er Torx-Schraube von dieser Schalteinheit. Die befindet sich hier auf der Rückseite. Danach müssen wir die Schraube davon lösen, die ist auch auf der Rückseite. So, die beiden Schrauben sind raus. Jetzt muss der Airbag raus. Keine Sorge, der Stecker wird nicht abgesteckt, sondern wir nehmen aber nur das Modul raus. Dann gibt es auf jeder Seite hier so ein Loch. Dann nehmen wir so einen ähnlichen Gegenstand rein und in diesem Winkel können wir einen Widerstand spüren. Das heißt, wir drücken leicht rein und können dann das Modul hier ablösen. Und auf der anderen Seite machen wir das genauso. Hier ist die Feder. Drücken und rausnehmen. Den Airbag können wir dann hier so zur Seite packen. Hier zeige ich euch das Prinzip mit dem Airbag. Ihr kommt hier mit dem Stift rein, drückt dann diese Klammer weg und dadurch kann dieser Zapfen dann rausgehen. Danach müssen wir diese Schraube hier lösen mit einem 20er Torx. Wir können diese Verkleidung hier etwas anlösen, die muss nicht komplett ab. Einfach ein bisschen hochziehen, damit das hier ein bisschen locker ist. Dann können wir hier das Modul rausnehmen. Und jetzt sind hier 3 Kreuzschrauben, die müssen wir natürlich jetzt auch lösen. Eins, 2 und die 3. Dann können wir das Gehäuse öffnen. Diese 2 Wippen entnehmen wir einfach. Wir brauchen jetzt dieses Modul hier. Hier haben wir jetzt die Knopfeinheit. Wir müssen jetzt diese silberne Abdeckung von hinten ausbauen.
Und da sieht man hier winzige Haken, genauso wie hier. Und am besten ist es so, man spannt hier seinen Finger dazwischen, löst erstmal diese Haken. So. Eine Seite ist jetzt gelöst. Jetzt müssen wir noch die andere Seite lösen. Dann hat man hier auch so zwei kleine Klammern. Am besten mit der Pinzette lösen. Dann haben wir das gelöst. Jetzt sehen wir hier schon die defekte Wippe. Wenn man sich die neue Wippe anguckt, dann sieht man, dass an jeder Seite ein Loch ist. Das heißt, da ist es gelagert. Jetzt können wir hier einfach das eine Ende ein bisschen hochdrücken und dann die Wippe gleichzeitig rausziehen. Zack. Die neue Wippe können wir einfach oben drauf stecken und reindrücken. Jetzt kommt noch die silberne Verkleidung rüber. Das Ganze hier reindrücken. Und das war's schon. So, willkommen zurück im Auto. Zunächst machen wir diese zwei Teile wieder rein. So. Jetzt sieht das Ganze so aus. Und dann wird wieder alles zusammengesteckt. Dann müssen wir diese 3 Kreuzschrauben wieder drauf packen. Bloß nicht zu fest anziehen. Und die letzte Schraube. Dann können wir das Modul wieder einstecken. Und dann können wir auch diese Verkleidung wieder zurückstecken. So. Danach kommt diese Schraube wieder rein. Den Airbag können wir ganz normal wieder reinstecken. Zack, zack. Zum Schluss kommt noch diese Schraube rein und diese hier. Und dann sind wir schon fertig. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ist wieder wie neu. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like nach oben da oder abonniert meinen Channel. Bis bald.